So, und mit diesen Bildern der kleinen Party im Ort sage ich herzlich willkommen zu Maximal Minimal. Mein Name ist Max und heute möchte ich euch vor allen Dingen danken, weil es gibt ein sehr feierliches Ereignis. Wir haben die 500 Abonnenten geknackt. Also deswegen wirklich top. Der ganze Ort feiert hier. Deswegen habe ich heute auch mal ein kleines Nachtvideo aufgenommen. Deswegen wirklich ganz, ganz lieben Dank euch für die treue und super Unterstützung. Ich muss sagen, ich weiß das wirklich zu schätzen. Vor allen Dingen, weil das mir natürlich dann auch Motivation gibt, dann da auch weiterzumachen in dem ganzen Thema und euch da mitzunehmen. Also nochmal ganz, ganz lieben Dank euch. Also ich freue mich wirklich sehr. Und ja, auch der Zug hupt schon bereits vor Freude. Und ja, ich habe mir gedacht, dann auch ein kleines Abonnenten-Special. Ich habe ein paar Ideen gehabt und habe mir jetzt aber auch mal gedacht, ich habe euch ja mal in einem Video, in einem älteren mal gesagt, hey, was haben wir hier denn alles noch so vor? Und ihr kennt ja die ganzen Räumlichkeiten noch gar nicht. Weil auch mit dem Mauerdurchbruch, ich habe euch ja da bisher das immer so ein bisschen, sag ich mal, geheim gehalten, alles immer so weit, weil wir auch noch ein bisschen in der Renovierung drin sind, um das noch schöner zu machen, beziehungsweise sind da aber auch relativ weit vorangeschritten. Und jetzt dachte ich mir einfach, ihr kennt ja die ganzen Räumlichkeiten gar nicht, weil es geht ja auch noch weiter. Und dachte mir einfach, das ist ein super Abonnenten-Special und deswegen nehme ich euch da mit und wünsche da ganz, ganz viel Spaß damit. So, ich habe jetzt mal das Handy auch in die Hand genommen, dass wir auch besser die Räumlichkeiten anschauen können. Und ich schalte jetzt auch mal das Licht ein. Hier den Raum mit der Eisenbahn, den kennt ihr ja bereits. Ich glaube, das ist jetzt erstmal nicht so viel Neues. Ihr kennt auch den Neubauteil, den habe ich euch bereits vorgestellt. Das heißt, da warten wir wirklich oder sind gespannt drauf, wann es endlich weitergehen kann. Und auch die Wände haben wir jetzt mit der blauen Farbe gestrichen. Ich glaube, es sieht jetzt echt ganz cool aus. Müssen aber noch ein paar Sachen abschließen und dann würde ich euch das dementsprechend im nächsten Update-Video dann präsentieren, wie jetzt alles fertig renoviert worden ist. Aber das soll jetzt auch gar nicht das Thema sein, sondern wir gehen jetzt mal in den nächsten Raum. Ihr seht schon, das ist mein Schreibtisch, relativ unaufgeräumt, ich weiß, weil ja, da wird hier aktuell auch viel gebastelt und auch das eine oder andere Video drehe ich hier. Auch, ja, ich sage immer so schön, wo gehobelt wird, fallen auch Späne. Ist auch relativ rudimentär zusammengesetzt, der Schreibtisch, aber erfüllt seinen Zweck. Wird aber auch nicht unbedingt super lang hier bleiben. Also entweder sagt man auch, man leistet sich mal einen gescheiten neuen Schreibtisch, aber auch hier soll ja eine Eisenbahn dann weiter fortgeführt werden. Und ihr seht auch hier, wir haben jetzt relativ viel Schienen hier. Wir haben auch jede Menge Kisten mit Zubehör und allem drum und dran. Das heißt, die einfach nur schreien, dass sie endlich verbaut werden wollen. Und auch meinen kleinen Testkreis, wenn ich Rollmaterial einfahren lasse, beziehungsweise auch dann einstelle, kann man immer gebrauchen. Und auch einen Teil meiner Sammlung ist dann hier ausgestellt. Aber ihr seht auch, hier sind die Durchbrüche, links und rechts. Das heißt, hier geht es weiter. Hier geht es dann wirklich, also auch die ganzen Sachen natürlich verschwinden hier, die hier rumliegen. Und hier geht dann die ganze Eisenbahn, wird weiter fortgeführt. Und hier haben wir ja auch gesagt, die wollen dann eher, jetzt ist jetzt gerade die erste Idee, weil wir ja drüben jetzt auch mit Hügellandschaft so ein bisschen anfangen, dass wir hier wirklich auch Berge darstellen. Entweder bleiben wir in Bayern oder wir sagen okay, wir machen vielleicht auch einen Abstecher Richtung Österreich und oder Schweiz. Also so Richtung auch Dreiländeredreieck ist so ein bisschen im Gedankenspiel. Aber es gibt natürlich auch die Überlegung, man geht dann wieder in eine Flachlandschaft über und macht dann den großen Hauptbahnhof. Also auf sowas hätte ich auch Lust. Ist, glaube ich, nochmal viel Arbeit wegen ganz, ganz vielen Weichen und Schienen, die man verbauen muss. Aber finde ich auch eine super coole Sache. Aber das ist auch einfach nur Überlegung und genauso auch jetzt in der Oberpfalz sind wir ja zu Hause, ob man nicht oft dann sagt, man macht einen Abstecher zu unseren Nachbarn. Also, weil Tschechien ist ja nicht weit weg. Und wenn man das auch dann hier darstellen kann oder einen Teil davon, wäre auch cool. Eigentlich dann so als Nachbarland Bayern, Tschechien wäre eigentlich dann echt eine schöne Sache. Also deswegen haben wir viele Ideen. Aber ich glaube, wir bleiben jetzt erstmal bei dem Thema Berg, weil das könnte ich mir eigentlich ganz cool vorstellen. Aber das war es ja auch noch nicht.
wir gehen ja in den nächsten Raum. Der ist ein bisschen kleiner, also der andere vorhin der Raum, der war um einiges größer. Ihr seht, die Couch wird auch zweckentfremdet mit Broschüren und kleinen Einzelteilen, Ausschmückungsteilen, weil hier ist nämlich dann der Bastelort von meiner Verlobten. Die ist noch an der Brauerei gerade dran. Aber auch hier haben wir Ersatzteillager etc. Also viele Kleinigkeiten, was man einfach so braucht, weil da ist sie vor allen Dingen die Spezialistin. Und auch hier der Schreibtisch wird natürlich dann irgendwann mal auf lange Sicht rausgehen, weil wir ja auch dann sagen, hey, auch hier soll die Eisenbahn weiterführen. Da der Raum aber nicht ganz so geschickt ist, werden wir wahrscheinlich entweder die linke Wand dann oder die rechte Wand rausreißen, um dann eben den einen oder anderen Raum dann größer zu gestalten und entweder, ich sage jetzt einfach mal, größere Bergelandschaft darstellen zu können, respektive oder einen größeren Bahnhofsbereich etc., alles so weiter. Also da haben wir auch schon uns Gedanken gemacht. Ja, aber da reden wir dann wirklich dann in ferne Zukunft hinein. Und das ist dann der letzte Raum. Ihr seht, das ist dann eine alte Küche gewesen. Ist wirklich renovierungsbedürftig, muss man auch ehrlich sagen. Also da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Hier hinten auch ein kleines Bad, das zeige ich euch aber nicht, weil es ist wirklich auch sehr renovierungsbedürftig. Wir sind auch am Überlegen, ob wir nicht da dann auch die Wand rausreißen, um dann noch mal ein bisschen mehr Platz für die Eisenbahn zu haben. Also auch nicht verkehrt. Aber der Vorteil ist, wenn man so einen renovierungsbedürftigen Raum hat, man kann in Ruhe einfach Trassen sägen und macht nichts kaputt dabei. Also es hat auch immer seine Vor- und Nachteile. Gerade im Winter muss man nicht rausgehen und dann in der Kälte alles sägen. Also deswegen gerade auch zweckentfremdet. Aber auch hier soll natürlich dann nachher die Eisenbahn weiterführen. Also wir haben jetzt, wie gesagt, mehrere Räume und auch so eine Sache schwebt uns noch vor, jetzt zu den anderen Ländern, die ich euch ja genannt habe, was auch cool wäre Amerika. Weil ich habe auch mal eine Zeit lang da gelebt und sowas dann einfach nochmal als was komplett anderes als die angrenzenden Ländern zu Deutschland wäre eigentlich auch eine coole Sache. Aber das ist auch alles ganz viel Zukunftsperspektive. Ich wollte auf jeden Fall euch mal den Rundgang zeigen, was wir alles für Räumlichkeiten haben. Also wir haben wirklich eine komplette Wohnung für die kleine Eisenbahn und ja, freue mich, euch da mitnehmen zu können und zu dürfen. Ja, und auch an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für eure Unterstützung, weil dieser YouTube-Kanal war halt von meiner Seite auch ein Versuch, weil die Eisenbahn wird ja selber, so oder so wird die gebaut. Weil es ist ja mein Hobby, was ich wirklich sehr cool finde. Ist echt eines der coolsten Hobbys der Welt, weil man einfach auch viel mitbekommt, also auch Elektrotechnik, handwerkliches Geschick, Programmierkenntnisse. Man hat ja wirklich alles Mögliche mit dabei. Das sind jetzt nur ein paar Kleinigkeiten, die ich jetzt aufgezählt habe. Und ja, freue mich da auf jeden Fall, dass ihr da so mich da unterstützt und das motiviert mich auch in dem Kontext dann auch weiterzumachen. Deswegen bleibt dran, es wird spannend, gibt noch viel zu tun und in diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dem Hobby und eine gute Nacht. Macht es gut. Tschüss.